Ich hab's mir so fest vorgenommen, dass ich mich diesmal nicht wieder breitschlagen lasse, wenn der Chef mir den Bericht aufhalsen will. Aber dann habe ich doch wieder nachgegeben. Thomas schüttelt traurig den Kopf und versteht sich und die Welt nicht mehr. Wieso kann ich mich dagegen nicht zur Wehr setzen? Sonst kann ich doch auch mal klare Kante zeigen. Aber nicht, wenn es darum geht, dass der Bericht rechtzeitig fertig gemacht werden muss. Thomas versucht, gegen seinen Wert der Zuverlässigkeit anzugehen. Und das gelingt ihm nicht. Warum uns das nicht gelingen kann, gegen unsere Werte zu handeln, darum geht es in diesem Sunday Thought. Außerdem geht es darum, wie du herausfindest, was deine geliebten Werte sind. Warum wir uns nicht vornehmen können, irgendwelche anderen Werte zu haben. Und ich spreche darüber, welche Werte hilfreich sind, dein Team optimal durch die Transformation zu navigieren, durch die wir ja alle gemeinsam durchgehen. Ich bin Imke und arbeite als Leadership Coach mit Menschen, die ein Team führen. Mir liegt daran, dass wir die Transformation unserer Unternehmen gut hinbekommen, damit wir unser gutes Leben, Frieden und unsere Demokratie erhalten können. Aber fangen wir mit einer Begriffsbestimmung von Werten an. Unter dem Begriff Werte kursieren viele verschiedene Definitionen. Ich halte es mit der von Gerhard Wohland. Werte sind Gefühle, die ein bestimmtes Verhalten angenehm oder unangenehm machen. Das klingt für viele, die diese Definition das erste Mal hören, ungewohnt. Werte sind doch nicht nur Gefühle. Aber denk mal dran, was ich in dem Beispiel am Anfang beschrieben habe. Selbst wenn wir uns etwas ganz fest vornehmen, können wir nicht aus unserer Haut. Das ist gemeint mit unangenehmem Gefühl. Und ich könnte dir tausende Beispiele davon geben. Von einer Klientin zum Beispiel, die unbedingt mal Nein sagen wollte zu einer Aufgabe, sich dann eines Tages gezwungen hat abzulehnen und darauf die ganze Nacht mit klopfendem Herzen wach lag. Wie immer merken wir es auch hier besonders deutlich, wenn uns etwas unangenehm ist. Und das können wir hier gut nutzen. Deshalb achte doch mal darauf, wann du so ein unangenehmes Gefühl, diesen inneren Widerstand in dir selbst feststellst. Ein gutes Beispiel dafür ist der Wert Gerechtigkeit oder Fairness. Wenn dieser Wert verletzt wird, dann reagieren die, die sich für Gerechtigkeit stark machen, oft sehr emotional. Ich bin sicher, dir fällt dazu eine Szene ein. Und diese leidenschaftliche Reaktion wird oft nicht nur ausgelöst, wenn sie sich selber ungerecht behandelt fühlen, sondern auch, wenn sie Zeuge werden, wie ein Dritter ungerecht behandelt wird. Da wird dann schon klarer, dass Werte Gefühle sind. Nimm das doch mal als Anregung mit, dich in der nächsten Zeit selber zu beobachten und immer wenn du merkst, hier geht mir etwas richtig heftig gegen den Strich, dann spür doch mal nach, welcher deiner Werte gerade verletzt wurde. So erhältst du ein ziemlich präzises Bild von den Werten, die du tatsächlich lebst, die sich nämlich im Laufe deines Lebens herausgebildet haben aufgrund äußerer Einflüsse, wie zum Beispiel dem Vorbild, das deine Eltern dir gegeben haben und deiner eigenen Lebenserfahrung. Damit wird auch klar, warum wir uns nicht neue Werte vornehmen können, nur weil sie im Meetingraum auf ein Plakat gedruckt sind. Wir müssen lernen, mit dem umzugehen, was da ist. Wenn uns die Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft gelingen soll, müssen wir ganz viel von dem, was uns in der Vergangenheit Erfolg und Wohlstand gebracht hat, wie etwa Präzision, Planungstreue und Regeltreue, neu betrachten. Denn diese Tugenden passen nicht mehr für alle Bereiche. Wir müssen lernen zu unterscheiden, wo uns welches Mindset am besten dient und wo uns die Tugenden der Vergangenheit am Erfolg hindern. Es gibt Bereiche, in denen brauchen wir viel mehr Improvisation, Mut und Experimentierfreude. Da brauchen wir Leader mit einem anderen Mindset. Leader, die nicht auf Fachlichkeit aufbauen, sondern die gut darin sind, ein Team zur Höchstleistung zu bringen. Höchstleistungsteam heißt, dass bei jedem und jeder im Team jeden Tag aufs Neue optimale Bedingungen geschaffen werden, damit dieser Mensch ungestört seine Fähigkeiten für die Aufgabe und den Kunden einsetzen kann und nicht Sorge haben muss, etwas falsch zu machen oder in politische Spielchen verstrickt zu werden oder bei widersprüchlichen Anweisungen irritiert ist, was denn jetzt eigentlich zu tun ist. Dafür brauchen wir das, was wir Servant Leadership nennen. Ja, genau. Diese ChefInnen dienen ihrem Team, indem sie sein Potenzial entfalten. Das ist ganz schön anders als die Sichtweise, dass ChefInnen von ihren Teams bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt werden, weil sie die ganze viele Arbeit ja gar nicht alleine schaffen können.
Für das Führen von Höchstleistungsteams sind Menschen geeignet, bei denen nicht der persönliche Ehrgeiz und ein Durchsetzungswille auf Kosten anderer zum Mindset gehört. Hier braucht es ein offenes Interesse an Menschen, einen guten Blick für ihre Fähigkeiten, auch für die Fähigkeiten, die noch gar nicht entfaltet sind, und ein Händchen dafür, für diese Menschen die besten Arbeitsbedingungen zu schaffen. Wir brauchen also Werte wie Toleranz, Geduld, Einfühlungsvermögen, Offenheit mit gutem Zuhören, aber auch dranbleiben, das gemeinsame Ziel fokussieren und so etwas wie einen Zoom, also die Fähigkeit von der persönlichen Ebene zur Teamebene, zur Unternehmensebene und dem Kunden und dem Markt rein und raus zu zoomen, die Perspektiven zu wechseln und die richtigen Rückschlüsse aus diesen wechselnden Perspektiven zu ziehen und diese Aspekte immer wieder einfließen zu lassen. Das unterscheidet sich offensichtlich von dem, was wir als die guten alten preußischen Tugenden kennen. Pünktlichkeit, Ordnung, Fleiß, Pflichtbewusstsein und Gewissenhaftigkeit, um nur einige zu nennen. Wenn wir überlegen, wo sind welche Werte in der Führung gefragt, dann können wir auf den ersten Blick erkennen, in einer Fertigung, in der es auf höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards ankommt, wo null Fehlerkultur wichtig ist, da sind diese Werte und ChefInnen mit einem solchen Mindset richtig. Wenn es darum geht, in Märkten, die sich rasend schnell ändern oder in Krisen beherzt und mit sicherem Instinkt Entscheidungen in Unsicherheit zu treffen, um Kundenwünsche, die sich ständig ändern, zu erfüllen, dann machen uns diese Werte langsam, wenn nicht handlungs- oder entscheidungsunfähig. Hier brauchen wir Leader, die wissen, dass sie sich selbst und ihrem Team vertrauen können und nicht Zeit mit dem Aufbau von Kontrollsystemen und persönlicher Absicherung verlieren. Und ich kenne viele Menschen in Führung, die an dieser Schwelle stehen, sich in dieses neue Mindset zu entwickeln. Die möchte ich ausdrücklich dazu ermutigen, an sich zu arbeiten. Es lohnt sich, sich weiterzuentwickeln, aus seiner Komfortzone herauszuwachsen, damit wir die Chancen, die sich jeden Tag neu ergeben, auch wirklich nutzen können. Wenn du dabei unterstützt werden möchtest, in diesen Prozess zu kommen, nimm an unserem 4 Wochen Leaders Lessons Programm teil. Ein Infoblatt dazu findest du in der Kanalinfo. Ich freue mich, wenn du nach diesem Sunday Thought ein paar Gedanken darauf verwendest, wie du deinen gelebten Werten auf die Spur kommst. Wenn du Fragen dazu hast oder Anmerkungen, schreib mir gerne in die Kommentare auf LinkedIn oder persönlich. Wenn du jeden Sonntag den aktuellen Videolink per E-Mail haben möchtest, geh zu leaderslessons.com und trag dich in unsere E-Mail-Liste ein. Den Link findest du auch in der Kanalinfo. Wenn du diesen Gedanken kennst, es muss doch auch noch anders gehen. Ich will mein Team in Zukunft anders führen. Dann fass dir ein Herz und mach dich auf den Weg.